Umfrage-Link-Filter oder anders gesagt, wie Sie einen individuellen Fragebogenverlauf für jeden Teilnehmer gestalten können. Nehmen wir uns folgendes Beispiel. Sie befragen Ihre Kunden und möchten die Zufriedenheit ermitteln oder halt auch andere Punkte, was gut läuft, was nicht gut läuft, etc. Am Ende der Umfrage möchten Sie es auch zuordnen. Das heißt, Sie möchten gerne wissen, welcher Kunde was gesagt hat, um das Feedback oder auch wenn es ein Beschwerdeformular ist oder ein Bestellformular oder was es auch ist, um das zuordnen zu können. Dazu haben wir dann hier im Fragebogen, in unserer kurzen Beispielumfrage, haben wir die Frage gestellt, bitte nennen Sie uns Ihre Kundennummer, damit wir das natürlich später auch zuordnen können und haben dann hier die Frage zur Kundenzufriedenheit, die der Teilnehmer dann beantworten kann. Nun ist es so, dass Sie ungefähr von der Hälfte der Kunden die Kundennummer wissen. Das heißt, wenn die Befragung startet, haben wir über die Teilnehmerlisten haben wir das schon hinterlegt und wissen das. Das müssen wir nicht mehr abfragen. Und die andere Hälfte der Kunden, da wissen wir das nicht. So, in diesem Fall müssen wir die Frage, bitte nennen Sie uns Ihre Kundennummer, ja gar nicht jedem anzeigen. Das heißt, wir sind hier in einer Situation, wo wir das für diejenigen charmanter gestalten können, wo wir die Information schon haben. Und genau in so einer Situation oder ähnlichen Situationen können wir den Fragebogenverlauf, also das, was wir anzeigen, individuell gestalten. Und dafür haben wir den Umfrage-Link-Filter entwickelt. Den finden Sie im Bereich Teilnehmer einladen. Wenn Sie hier im Bereich Teilnehmer einladen auf diese zusätzlichen Links klicken, haben wir hier oben, das sind jetzt Gruppierung, darauf gehen wir mal weiter nicht ein, haben wir hier unten dann den Umfrage-Link-Filter und damit sagen wir jetzt, Kundennummer ist bekannt. Das heißt, wir können beliebig viele von diesen Filtern anlegen. Sie können auch 2, 3, 4, 5, wie auch immer anlegen. Das ganze System funktioniert so, wenn der Umfrage-Link mit diesem Parameter am Ende aufgerufen wird, findet eine Filterung des Inhalts statt. Der Parameter ist jetzt hier einfach Parameter bezeichnet, das ist von uns aus, Sie können das einfach ändern und können sagen Kundennummer, das ist unser Trigger, Kundennummer ist bekannt. Und wenn der Link mit dem Parameter so aufgerufen wird, dann soll Folgendes passieren. Und zwar die erste Frage nach der Kundennummer, die wollen wir nicht anzeigen. Das heißt, die brauchen wir nicht, weil die Kundennummer wissen wir. Wir kürzen den Fragebogen, machen ihn charmanter für die andere Zielgruppe und können das so realisieren. Ich speichere das jetzt mal ab. Als Beispiel kopieren wir diesen Link mit dem Parameter. Ich hoffe, das klappt jetzt hier direkt raus. So, öffnen einen neuen Tab. Sehen hier oben KD, das ist unser Trigger. Und wir haben gesagt, die erste Frage soll nicht angezeigt werden. Die Umfrage startet. Wir klicken auf die erste Frageseite. Wir kommen zur ersten Frageseite und wie Sie sehen, die Frage der Kundennummer findet hier nicht statt, weil wir haben das über den Parameter ausgeblendet. Wenn wir jetzt ganz normal in die Umfrage reingehen, dann sehen wir hier Umfrage starten. Wir sehen die Abfrage zur Kundennummer und erhalten dementsprechend jetzt hier die Information, die uns fehlt an der Stelle. Das ist der Umfrage-Link-Filter. Wir können ihn sehr gut einsetzen, wenn wir verschiedene Fragebogen-Varianten anbieten möchten. Das heißt, wir können natürlich immer wieder die Umfragen kopieren und verschiedene Umfragen bereitstellen. Hat aber auch ein bisschen den Nachteil, dass wir immer wieder andere Links haben und dass wir auch separate Datensätze mit Ergebnissen haben. Das ist ja gar nicht immer gewünscht, sondern am liebsten alles in einer Umfrage, in einem Pod, wo wir alles zusammen auswerten können. Und das ist dann hier die Variante, die wir Ihnen anbieten, mit den Filtern, dass Sie einfach individuelle Filterung aufbauen können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Befragung.